Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Abfallrecycling sprechen. Weißt du, was das ist? Ja, das weiß ich. Abfallrecycling bedeutet, alte Materialien zu nehmen und sie in neue Produkte umzuwandeln. Es hilft, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Das stimmt. Ich habe gelesen, dass Recycling Energie sparen und die Verschmutzung reduzieren kann. Es ist wichtig für einen sauberen Planeten. Da stimme ich zu. Ich versuche zu Hause zu recyceln. Ich werfe Papier, Plastik und Glas in verschiedene Behälter. Das ist großartig, Tom. Bei mir zu Hause trennen wir auch unseren Abfall. Wir haben Behälter für Lebensmittelabfälle, Papier, Plastik und Metall. Ich denke, es ist einfach zu recyceln, wenn man weiß, was man tun muss. Zum Beispiel spüle ich meine Plastikflaschen und reinige meine Dosen, bevor ich sie in den Recyclingbehälter werfe. Ja, das mache ich auch. Ich habe gelernt, dass schmutzige Materialien den Recyclingprozess kontaminieren können. Genau. Ich habe auch gelernt, dass nicht alle Kunststoffe recycelbar sind. Einige sind mit einer Zahl gekennzeichnet, die zeigt, ob sie recycelt werden können oder nicht. Ich habe diese Zahlen gesehen. Sie helfen mir, die richtigen Produkte auszuwählen. Zum Beispiel kaufe ich Plastiktüten mit einem Recycling-Symbol und einer kleinen Zahl. Das ist sehr hilfreich. Ich versuche, wiederverwendbare Taschen zu benutzen, wenn ich einkaufen gehe, um Abfall zu reduzieren. Wiederverwendbare Taschen sind eine gute Idee. Sie sind robust und können viele Male verwendet werden. Ich benutze auch eine Metallwasserflasche anstelle von Plastikflaschen. Das ist eine kluge Wahl. Metallflaschen sind besser für die Umwelt und halten mein Getränk kalt. Da stimme ich zu. Wir können alle kleine Dinge tun, um zu helfen. Sogar die Verwendung eines Papiersrohres anstelle eines Plastikrohrs macht einen Unterschied. Ja, jede kleine Handlung zählt. Ich versuche auch, meine Lebensmittelreste zu kompostieren. Es ist eine Möglichkeit, organischen Abfall zu recyceln. Kompostieren ist großartig. Es verwandelt Lebensmittelabfälle in Erde, die Pflanzen wachsen lässt. Ich möchte mehr über das Kompostieren lernen. Ich kann dir zeigen, wie ich es mache. Ich habe einen kleinen Kompostbehälter in meinem Garten. Ich werfe Fruchtschalen, Gemüsereste und sogar Kaffeekränze hinein. Das klingt einfach. Ich würde auch gerne zu Hause kompostieren. Ich kann dir ein paar Tipps geben. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Kompostbehälter an einem trockenen und warmen Ort steht. Dann mischst du die Reste mit etwas trockenem Laub oder Papier. Ich werde daran denken. Ich möchte der Erde helfen, indem ich Abfall reduziere. Ich auch. Recycling, Reduzierung und Wiederverwendung sind wichtig. Wir sollten auch unseren Freunden und unserer Familie vom Recycling erzählen. Ja, andere zu informieren ist entscheidend. Ich spreche oft mit meinen Nachbarn darüber, wie man richtig recycelt. Das ist wunderbar. Ich denke, wenn mehr Menschen recyceln, wird unsere Gemeinschaft sauberer und sicherer. Da stimme ich zu. Einige Städte haben Recyclingprogramme, die es für alle einfach machen. Sie stellen spezielle Behälter zur Verfügung und holen an bestimmten Tagen die recycelten Materialien ab. Unsere Stadt hat ein gutes Recyclingprogramm.
Ich schaue immer auf den Plan, damit ich weiß, wann ich meinen Recyclingbehälter rausstellen kann. Das mache ich auch. Es ist wichtig, die Regeln zu befolgen, damit das Recycling gut funktioniert. Manchmal sehe ich Leute, die Plastik in den normalen Müll werfen. Das macht mich traurig, weil es der Umwelt schaden kann. Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist wichtig, die Leute über die richtige Entsorgung von Abfällen aufzuklären. Ich versuche meinen Freunden zu erklären, dass Recycling hilft, Ressourcen zu sparen. Zum Beispiel bedeutet das Recycling von Papier, dass wir nicht so viele Bäume fällen müssen. Das ist ein sehr guter Punkt. Jedes Mal, wenn wir recyceln, helfen wir, natürliche Ressourcen zu erhalten und die Verschmutzung zu reduzieren. Ich habe auch gelesen, dass das Recycling von Aluminiumbüchsen weniger Energie benötigt als die Herstellung neuer Büchsen aus Rohmaterialien. Das ist interessant. Es zeigt, dass Recycling nicht nur der Umwelt hilft, sondern auch Energie spart. Genau. Ich fühle mich gut, wenn ich recyceln kann, weil ich weiß, dass ich etwas Positives tue. Ich auch. Ich glaube, wenn jeder recycelt, können wir einen großen Unterschied machen. Ich möchte mehr darüber lernen, welche Materialien recycelbar sind. Zum Beispiel können wir alte Kleidung recyceln? Ja, das können wir. Viele Orte nehmen alte Kleidung an und verwandeln sie in neue Stoffe oder nutzen sie auf andere Weise. Das ist großartig. Ich habe auch gehört, dass einige Elektronikschrott recycelbar ist. Dinge wie alte Handys und Batterien. Ja, Elektronikschrott ist sehr wichtig zu recyceln. Es kann schädlich sein, wenn er auf der Deponie landet. Spezialrecyclingzentren kümmern sich um Elektronikschrott. Ich werde sicherstellen, dass ich meine alten Batterien und Elektronik zu diesen Zentren bringe. Das ist ein guter Plan. Wir sollten immer überprüfen, wo wir verschiedene Materialien recyceln können. Ich empfinde Recycling als Teil unserer Verantwortung. Wir leben in dieser Welt und sollten uns um sie kümmern. Da stimme ich vollkommen zu. Recycling ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns um unseren Planeten kümmern. Ich möchte meinen Kindern das Recycling beibringen, damit sie auch helfen können. Das ist eine wunderbare Idee. Die nächste Generation zu unterrichten, ist sehr wichtig. Ich plane meinen Kindern zu zeigen, wie man Abfälle trennt und warum das wichtig ist. Ja, wenn wir früh anfangen, werden sie lernen, wie man die Umwelt schützt. Ich denke auch, dass Schulen mehr über Recycling aufklären sollten. Es sollte Teil des Lehrplans sein. Da stimme ich zu. Wenn Kinder in der Schule über Recycling lernen, neigen sie eher dazu, es zu Hause zu praktizieren. Ich habe gesehen, dass einige Schulen Recyclingprogramme und sogar Kompostierungsprojekte haben. Das ist sehr gut. Es hilft den Schülern, durch praktische Erfahrung zu lernen. Genau. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen sich der Recyclingbewegung anschließen. Jeder kleine Beitrag hilft. Ich glaube, wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir unsere Gemeinschaft sauberer und grüner machen. Ich werde weiterhin recyceln und andere aufklären. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Ja, lass uns das Wort über Recycling verbreiten und zeigen, dass es einfach und wichtig ist. Ich fühle mich glücklich, wenn ich meinen Recyclingbehälter voll sehe. Das bedeutet, dass ich meinen Teil getan habe. Ich fühle genauso. Jedes Mal, wenn ich meinen Abfall trenne, weiß ich, dass ich der Erde helfe. Ich möchte eines Tages ein Recyclingzentrum besuchen, um zu sehen, wie es funktioniert. Das wäre interessant. Ich würde gerne mehr über den Recyclingprozess erfahren. Vielleicht können wir einen gemeinsamen Besuch planen. Wir können Fragen stellen und sehen, wie unser Abfall in neue Produkte verwandelt wird.
Das ist eine großartige Idee. Ich werde nachsehen, ob es Tage der offenen Tür im Recyclingzentrum gibt. Bitte lass es mich wissen, ich würde gerne mit dir hingehen. Mach ich. Danke, dass du heute mit mir über Recycling gesprochen hast. Ich habe viel gelernt und fühle mich motivierter zu recyceln. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch genossen. Es ist wichtig, Ideen auszutauschen und uns gegenseitig zu helfen. Ja, jedes Mal, wenn wir über Recycling sprechen, erinnern wir uns daran, unser Bestes für die Umwelt zu tun. Das stimmt. Lass uns weiterhin recyceln und andere ermutigen, sich uns anzuschließen. Ich werde meiner Familie von unserem Gespräch erzählen, damit sie auch mehr über Recycling lernen können. Das ist ein guter Plan. Ich werde mit meinen Freunden teilen, was wir besprochen haben. Gemeinsam können wir unsere Gemeinschaft zu einem besseren Ort machen. Ich glaube, dass kleine Veränderungen in unseren täglichen Gewohnheiten zu einer großen Auswirkung führen können. Ich fühle mich hoffnungsvoll, wenn ich mehr Menschen sehe, die Recyclingbehälter und wiederverwendbare Taschen benutzen. Ich auch. Es zeigt, dass vielen die Umwelt am Herzen liegt. Ich bin stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die Recycling schätzt. Ja, und ich bin froh, dass wir über diese wichtigen Themen sprechen können. Danke für deine Ideen, Anna. Ich lerne immer etwas Neues, wenn wir reden. Danke, Tom. Ich schätze deine Fragen und dein Interesse am Recycling. Lass uns weiterhin unser Wissen teilen und uns gegenseitig helfen. Ich werde weiterhin über Recycling lernen und neue Wege versuchen, Abfall zu reduzieren. Das ist ein großartiges Ziel. Ich plane mehr über Kompostierung und nachhaltiges Leben zu lesen. Ich würde gerne mit dir gemeinsam daran arbeiten. Wir können Tipps und Ideen austauschen. Ja, lass uns planen, uns wieder zu treffen und mehr darüber zu sprechen, wie wir unseren Planeten schützen können. Ich freue mich darauf. Danke nochmals für dieses nette Gespräch. Danke, Tom. Hab einen großartigen Tag und denke ans Recycling. Du auch, Anna. Auf Wiedersehen. Abfallrecycling. Abfallrecycling. Abfallrecycling hilft der Umwelt. Wir lernen viel über Abfallrecycling in der Schule. Das Abfallrecycling reduziert Müll. Verschmutzung. Verschmutzung. Die Verschmutzung der Luft ist ein großes Problem. Wir müssen die Verschmutzung der Meere reduzieren. Verschmutzung kann die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen. Schmutziger. Schmutziger. Das schmutzige Auto muss gewaschen werden. Die schmutzige Kleidung liegt auf dem Boden. Er hat schmutzige Hände nach dem Spielen. Kontaminieren. Kontaminieren. Die Chemikalien können das Wasser kontaminieren. Wir müssen verhindern, dass die Abfälle die Luft kontaminieren. Die Lebensmittel können durch unsachgemäße Lagerung kontaminieren. Recycelbar. Recycelbar. Das Papier ist recycelbar. Viele Plastiktüten sind nicht recycelbar. Wir sollten recycelbare Materialien verwenden. Ressourcen. Ressourcen. Die Ressourcen sind begrenzt. Wir müssen die Ressourcen besser nutzen. Diese Firma hat viele Ressourcen. Natürlich. Natürlich. Das ist natürlich wichtig. Natürlich liebe ich Schokolade. Sie spricht natürlich schnell. Aluminiumbüchsen. Aluminiumbüchsen.
Aluminiumbüchsen sind leicht und praktisch. Wir sammeln Aluminiumbüchsen für das Recycling. Die Aluminiumbüchsen sind umweltfreundlicher als Plastik. Verantwortung. Verantwortung. Die Verantwortung ist wichtig im Leben. Jeder hat Verantwortung für seine Taten. Er übernimmt die Verantwortung für das Projekt. Praktische. Die praktische Lösung ist einfach. Ich mag praktische Geschenke. Sie hat viele praktische Ideen. Erfahrung. Erfahrung. Die Erfahrung ist wichtig für das Lernen. Ich habe viel Erfahrung in diesem Beruf. Seine Erfahrung hilft uns, die Probleme zu lösen. Recyclingbewegung. Recyclingbewegung. Die Recyclingbewegung ist wichtig für die Umwelt. Viele Menschen unterstützen die Recyclingbewegung. Die Recyclingbewegung hilft, Abfall zu reduzieren. Nachhaltiges. Nachhaltiges. Nachhaltiges Wachstum ist wichtig für die Umwelt. Wir müssen nachhaltiges Handeln fördern. Das Unternehmen setzt auf nachhaltiges Management. Kompostierung. Kompostierung. Die Kompostierung hilft der Umwelt. Wir lernen die Kompostierung in der Schule. Die Kompostierung macht Abfall nützlich. Lebensmittelreste. Lebensmittelreste. Die Lebensmittelreste sollten im Müll landen. Ich mache eine Suppe aus den Lebensmittelreste. Wir sollten die Lebensmittelreste nicht verschwenden. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig für uns. Wir leben in einer freundlichen Gemeinschaft. In der Gemeinschaft helfen sich die Menschen gegenseitig. Wiederverwendbare. Wiederverwendbare. Wiederverwendbare Taschen sind umweltfreundlich. Ich benutze immer wiederverwendbare Flaschen. Wiederverwendbare Materialien helfen, Müll zu reduzieren. Wie hilft Recycling der Umwelt laut Anna und Tom? Was planen Anna und Tom am Ende des Gesprächs zu tun? Was bedeutet das Wort recyceln? Was ist ein Kompostbehälter? Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.